Hallo zusammen, heute sind wir mal 6000 Kilometer weit weg von zu Hause. Die Sonne scheint, aber es ist arschkalt und ich bin in Boston und nehme euch heute mit ins New Balance Headquarter. Da fahren wir gerade hin. Super spannende Geschichte, die mich jetzt hier erwartet. Ein Tag, der gefüllt sein wird mit Tests, die ich absolviere und ja, hoffentlich viel spannenden Eindrücke in die Schuhentwicklung, die New Balance macht für die nächsten Jahre aktuell. Ja, ist ein Thema, was mich total interessiert und ich bin gespannt, was uns erwartet gleich und kommt einfach mal mit. New Balance hat 2 Headquarter in der Nähe von Boston und wir sind jetzt erstmal nach Lawrence gefahren, bisschen außerhalb und da ist eben vor allem auch das Lab, wo wir die ganzen Tests heute durchführen wollen und ja, da werden einfach die ganzen Daten gesammelt, die man braucht, um einen neuen Schuh zu entwickeln und ich habe mich als erstes warm gelaufen, bevor ich dann verkabelt wurde, damit wir die ganzen Daten sammeln können. Okay, so she's going to be wearing the shoes with the pressure inserts. That's going to measure the pressure underfoot. And basically each one of these little squares more or less represents a cell on the pressure insert. And each of those cells is pressure sensitive and can record pressure independently. And so from that we'll get a pressure map that shows the level of pressure in each region of her foot. And on the computer, the colors of the different cells will represent different levels of pressure. So like the cooler colors like blues and greens will be low pressure, the reds and oranges will be higher pressure, and you'll get basically like a pressure movie for the whole trial. A little bit looking like a robot now. Yeah. Yes, you know, this is the battery and the power goes straight into my calves. And this is how I will run my next PB. That's how we give you an advantage. You know, to all the other triathlete girls out there. Watch out. Also going to be running across the force plate and the pressure mat for some of the trials, and that's going to be collecting the ground reaction force and the outsole pressure. And then we'll also be collecting some high-speed video of her. And those will be the main things that we're collecting today. In fact, right now, you'll probably just be practicing hitting the force Also, plate. I run. So you're going to run over it. Doesn't matter which side you start on. But only 1 foot on. Yeah, only 1 Yeah, foot. okay. And ideally, time it so that you don't have to like make a really short step or a really long step to reach it. Super schwer, hier die richtigen Geschwindigkeiten zu treffen mit dem richtigen Fuß auf der Matte. Aber ich versuch's. Yep, that was good speed. We're measuring the time that it takes her to pass from one timing gate to the end of the runway, and then we can use that time to measure her speed. And then over here we're collecting forces, so how hard her foot is hitting the ground, how much braking force she's generating, how much propulsive force she's generating. And then we can use those things to design certain aspects of the shoe to be a little more custom to her.
So, jetzt haben wir unten im Keller im Lab fleißig Daten gesammelt, mich vermessen und ja, was wir jetzt versuchen gleich ist im Prinzip Data to Design, also den Transfer dann zu machen auf tatsächlich ein Produkt, was ich dann später auch laufen kann und da freue ich mich jetzt schon drauf. Jetzt kommen gleich noch mal ein paar neue Leute dazu, gerade vom Design-Team und ja, mal schauen, was das jetzt gibt. Also ich bin gerade echt im absoluten Paradies. Sehe Schuhe, die es noch gar nicht gibt, die vielleicht erst in ein paar Jahren auf den Markt kommen, die aber mega geil sind. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, dass es echt cool ist, ein Teil von der New Balance Familie hier auch zu sein und eben da jetzt auch in den Prozess involviert zu sein, weil das ist, glaube ich, schon echt, ja, für mich auf jeden Fall was Einmaliges. Super spannend, macht mega viel Spaß und ihr alle da draußen könnt euch schon mal auf die nächsten Jahre Schuhe freuen. Yeah, drop brings me back more, lean backwards and less, then I can come forward and bring all the mass of my body like kind of above or in front of the center of body mass. It would be nice to have the tongue somehow connected. I have grip on every kind of surface. You know, in a triathlon, because people use all this water sponges stuff, it was more like if this is the tendon, it was more like a, you know, when I went to the side, it was like, it was not straight, it was like a little bit, yeah. Like the calcaneus was like dropping to the inside. So, you know, I don't really know what this insole is doing for me right now, like for my foot, how it stabilized my foot or not. Again. Der Tag war dann aber noch nicht vorbei, sondern wir sind dann eben noch ins andere Headquarter gefahren, wieder nach Boston rein. Und da durften wir leider nicht so viel filmen, weil überall Produkte oder zu sehen waren, die eben erst in den nächsten Jahren rauskommen sollen. Und das ist natürlich noch top secret, aber war für mich natürlich mega interessant. Und ja, eine Sache, die durfte natürlich nicht fehlen und das war das Shopping im Flagship Store und das war natürlich ein absolutes Träumchen. Wow, das war echt ein mega spannender Tag. Ich habe so viel gesehen, Sachen, die erst in ein paar Jahren rauskommen. Auch ja, das ganze Testen und so weiter hat super viel Spaß gemacht, war mega interessant und ich bin total gespannt darauf, was ja, da eventuell für ein Projekt draus entsteht. Da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten und wie ihr seht, habe ich auch noch diese geile Jacke abgegriffen, die mich jetzt noch mal schön wärmt hier im kalten Boston und ja, morgen geht es dann auch schon wieder nach Hause.